Also, guten Morgen. Wir sind am Grand Teton National Park. Der ist in Wyoming, etwas unterhalb von Yellowstone. Den kennen wahrscheinlich mehrere. Und es schneit, ich meine, wie man sehen kann. Wir sind heute so aufgewacht. Sah ziemlich geil aus, aber auch sehr kalt. Und... Alter. Hi, ja, was ihr gerade gesehen habt, war aus dem Grand Teton National Park. Da haben wir aber nicht sonderlich viel Zeit verbracht, weil wir haben nur eine Nacht da übernachtet. Sind aber jetzt schon im Yellowstone National Park. Ja, Alter, und es ist so geil. Ist brutal schön hier. Es ist... Oh. Boah, Alter! Es ist wirklich arschkalt. Überall liegt Schnee. Da Schnee. Wir müssen uns, glaube ich, unseren Zeltplatz erstmal freischaufeln, wenn wir da jetzt gleich ankommen. Wir bauen uns heute auf jeden Fall mal ein richtiges Lager hier, oder? Ja, sicher, habe ich richtig Bock. Geil. Wir fühlen uns wie so kleine Kinder, die sich jetzt so ein Lager im Wald bauen. Ja, die gehen in den Wald und dann lassen da. Das ist echt so, aber wir bauen uns jetzt mit so einer Plan ein Lager und ach, das wird richtig geil. Da ist der Yellowstone Lake hinter uns, neben uns, rechts von uns. Da, bitteschön. Komplett zugefroren, der schaut einfach aus wie... Ein großer See. Die Antarktis. Antarktis? Und wir fahren die ganze Zeit so... Boah, Alter, was, Digga? Alter! Boah, Alter! Das sind halt Schwefelquellen, Pupsdinger. Boah, stinkt das, Alter. Alter, mach mal kurz langsam hier. Alter! Wir fahren jetzt mal in Campground. Es sind noch 1,5 Stunden. Wir haben uns vertan. Wir dachten, wir sind in 5 Minuten da. Sind wir aber nicht. Wir mussten jetzt einmal noch anhalten. Wir sind zwar 8 Minuten von unserem Campground entfernt, aber das schaut schon ziemlich cool aus. Da sind sogar kleine überall. Da. Also wir sind angekommen und zwar am Madison Campground. Wir haben jetzt hier unser Campsite. Kurz, zeig mal rum. Baum und da ist Feuer. Wir bauen jetzt unser Setup mal auf und versuchen mal einen A-Frame hinzukriegen. Ihr seht das Resultat jetzt. So, wir haben hier unser tolles Doppelregen A-Frame Gestell. Schnur zwischen 2 Bäumen, Plane drüber, beschwert, passt, supi. Zelt drunter aufgebaut. Es sieht doch super aus hier. Fritz Meinecke wäre stolz auf uns. Orangene Schnur. Alarmfarbe. Setz dich mal hin und tu mal so, als würdest du jetzt so unters Ding, wenn es regnet. So da kann man jetzt hier richtig gemütlich. Da wird nur ein Arm nass. Schon mal geil. Buch lesen. Ja, wir könnten die jetzt draußen hinhängen. Haben wir hier draußen. Digga, wir werden einfach noch Profi-Camper. Jetzt machen wir noch hier so. So. Zack. Can be dangerous places. In Yellowstone, being mindful about safety and acting safely. Heute ist Education-Tag. Ne? Das ist Yellowstone. Geil, das kann ich jetzt gleich einblenden und dann so tun, als wären wir ganz nah an einem Bison gewesen. Spaß, der ist tot und ausgestopft. So, also nachdem wir uns jetzt hier gut gebildet haben im Education Center, schauen wir uns mal die Upper and Lower Falls an. 2 Wasserfälle am Yellowstone River, die eben hier in der Nähe sind und genau. Alter, es ist so krank. Der gelbe Stein mit ein Grund, warum der Park hier Yellowstone heißt. Oder der Grund.
Ja, der Grund. 91 Meter, das ist einer von 2 Fällen, der andere ist weiter oben. Ja, 91 Meter, das ist ein Footballfield, ein Fußballfeld hoch ungefähr. Also von hier bis nach unten Muss man Abstand zu einem Bären halten. Ja. Krank. Okay, wir schauen jetzt mal, ob wir noch irgendwie zu dem Upper Fall kommen. Da vorne ist der Upper Fall. Und die Upper Falls, ich finde, da sieht man mal ganz gut, was für eine Kraft hinter diesem Wasser steckt. Hier da unten, da ist noch eine Fläche, da trifft da unten auf Steinen der Schanz so richtig das Wasser raus. Ja. Ziemlich cool. Okay, ganz kurzer Einschub, damit man das versteht, was jetzt gleich kommt. Der Yellowstone National Park liegt auf einem 640.000 Jahre alten Supervulkan. Und es gibt Stellen, da sieht man sogar noch den alten Krater. Das ist hier diese rote gestrichelte Linie. Und der Durchmesser davon ist ungefähr 70 auf 45 Kilometer. Dadurch, dass der Yellowstone National Park eben genau über diesem Supervulkan liegt, bedeutet es auch, dass die Magma unterirdisch sehr nah an der Erdkruste ist. Viel näher als sonst irgendwo. Und deswegen gibt es hier sehr viele spektakuläre Naturphänomene, die wir uns jetzt gleich angucken. Kili, wo sind wir? Erzähl mal. An einem Schlammpuddel. Nee, das heißt Mud Volcano und da blubbert es einfach ganz schön viel. Wie heißt das Ding, Kili? Dragon's Mouth Spring. Also Ja, das sieht auch aus wie so eine Drachenhöhle. Du riechst auch so, so stelle ich mir vor, dass ein Drache riecht. Echt? Ich glaube, der riecht höchstens aus dem Arsch so, aber nicht aus dem Mund. So, das da ist jetzt der richtige Mud Volcano. Hier steigt erstmal unten aus dieser Magmakammer kommt Der oder Wasserstoffsulfat. auf Genau, Deutsch. kommt nach oben her, daher kommt dieser verdorbene Eiergeruch. Ja, also hier. wenn ihr irgendwo ein Ei von Ostern noch findet, Nach 4 Jahren, das ist so. genau der... boah, das ist wirklich ganz grob. Die Flüssigkeit, die ihr seht und wie dieser Matsch entsteht, ist, dass hier Acid diesen Stein auflöst. Je mehr Stein er natürlich auflöst, desto zähflüssiger wird dieser Matsch. Ja. Hier sieht man ihn jetzt halt recht flüssig, aber der kann auch bis zu wirklich nur so blub blub, Ja. mehr nicht. Lass mal nochmal da hochgehen. Ne, das ist der saure See, Ja. da sollte man nicht raus trinken. Hier werden auch die Sour Patches von Haribo zum Beispiel gemacht. Genau, wird einmal Wird reingetunkt. einmal hier reingetunkt und dann verpackt. Ja. Es schaut schon absurd aus, wenn man hier durch die Natur läuft und es raucht einfach. auch allein es raucht das und ist schon krass. Ja. Das hier mega fett regnet. Vorne sind übel viele Leute, die hier gucken und wir befürchten, da sind Bären. Wir haben nämlich gerade schon eine Mama-Bär mit ihren 2 Baby-Cubs verpasst um 2 Minuten. Und wir glauben, hier sind wieder Bären. Oh Gott. Da hinten sitzt eine Eule. Ein Bär. Auch cool. Etwas underwhelming, wenn man von Bären ausgeht. Wir haben einen Schwarzbär gefunden, Kili. Guck mal hier. Da sitzt ein Schwarzbär. Wir sind am Yellowstone Lake, einer unserer letzten Stops heute. Heute ein bisschen geileres Wetter. Man sieht mal ein bisschen hier die Mountains hier. So, mega geil. Und wie man sieht, hier zugefroren. Und zwar richtig. Also. Das hat sich voll geil angehört. Und wir haben uns jetzt noch vorgenommen, um den Tag abzurunden quasi, hüpfen wir da jetzt noch einmal rein. War sehr geil und es war mein erstes Mal Eisbaden tatsächlich. Stimmt, ich habe das noch nie davor gemacht. Genau, wir machen uns jetzt mal wieder zurück auf den Weg ins Camp und schauen uns morgen die Geysire an. Auch sehr geil. Und genau, ich würde sagen, wir sehen uns morgen, oder? Bis morgen. See ya. Oh mein Gott, wir haben scheiß Bär gesehen. Ja, wir haben scheiß Bär gesehen. Oh mein Gott. Das ist ein huge bucket list Moment. Ja, sorry für den Cliffhanger.
muss leider sein. Wie die Bären aussehen, würde ich sagen, könnt ihr nächste Woche Samstag sehen. Also, Bis dann. See ya. Zwei Dinge, die mir im Gedächtnis bleiben von Yellowstone ist geile Natur und es riecht asozial ätzend. Ja.